Nun ist er weg, unser Balu. Jetzt geht es zurück zu Balu und wir hoffen mal, dass wir ihn heil und unbeschädigt vorfinden. Man hat ja immer ein bisschen Sorge in so einer Stadt, wenn man das hier auf so einem Parkplatz abstellt. Das hätten wir uns vor unserem Vanlife auch nicht träumen lassen, dass wir irgendwo mitten in der Großstadt auf einem ganz normalen Parkplatz an der Straße stehen und da übernachten. Ja, es ist jedenfalls wunderschön hier. Wir sind froh, dass wir den Abstecher hierhin gemacht haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern haben wir Ungarn verlassen und sind in die schöne Slowakei eingereist. Heute Nacht hatten wir an einem kleinen See übernachtet. Es war wirklich wunderschön und ruhig. Ja, jetzt geht's gleich weiter. Ja, wir wollen in die Stadt Banská Bystrica und hoffen, dass wir jetzt beim dritten Anlauf es richtig ausgesprochen haben. Das ist eine Stadt in der Mittelslowakei, die eine sehr schöne Altstadt haben soll. Eine alte Bergbaustadt, also aus dem Bergbau. Früher ist da halt eben viel Reichtum entstanden und deswegen soll es sehr hübsch sein. Und außerdem wollen wir uns da mit lieben Freunden treffen, deswegen haben wir uns dieses Ziel auch ausgeguckt. Ja, und dann würde ich sagen, geht los, ne? Jo, machen wir uns fertig. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. Angekommen in Banská Bystrica haben wir jetzt hier einen mehr oder weniger schönen Parkplatz gefunden. Ist jetzt 800 Meter zum zentralen Platz im Zentrum und vermutlich werden wir hier heute auch schlafen. Es wird wahrscheinlich nicht so eine super ruhige Nacht, aber so ist das halt dann in der Stadt. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Hinter mir ist das Museum des slowakischen Nationalaufstandes, ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte der Slowakei. Rundum im Park sind dann hier noch allerlei Kriegsgerät und sowas, was dazu gehört, ausgestellt. Ich denke, wir haben heute nicht die Zeit, ins Museum zu gehen, aber interessant ist ja schon mal diese moderne Architektur. Das Museum wurde 1969 eröffnet. Hier sind wir jetzt auf dem zentralen Platz der Altstadt angekommen. Der heißt heute auch Platz des slowakischen Nationalaufstands, also SNP abgekürzt. Und hier stehen halt diese ganzen alten, schönen historischen Gebäude und hinter uns dieser schöne Uhrturm und ein paar Kirchen. Sieht alles sehr nett aus, finden wir. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep. Wir sind jetzt hier auf den Uhrturm gestiegen und haben fantastische Ausblicke über die Stadt. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Ja, schön war es hier in Banská Bystrica. Ja. Hat uns sehr gut gefallen. Wir drehen uns nochmal um und zeigen nochmal den Uhrturm von Sehr schöne dahinter. Stadt, also zumindest die Innenstadt, Ja, der Marktplatz.
der Hauptplatz. Der Hauptplatz. Der Platz des slowakischen Nationalaufstandes. Ja, also es war schöne Gebäude. Wir waren in der Marienkirche, heißt sie, glaube ich, drin. Ja. Durfte man drin leider keine Aufnahmen machen, war sehr, sehr streng. Auf dem Uhrenturm Und waren wir. ja, und haben dann einen schönen Nachmittag mit unseren Freunden hier verbracht. Ja. Und jetzt geht es zurück zu Balou und wir hoffen mal, dass wir ihn heil und unbeschädigt vorfinden. Natürlich. Da sind wir wieder bei Balou und es ist auch alles in Ordnung. Zugeparkt. Ja, Markus wird immer zugeparkt. Markus ist ein ganz armer. Aber es scheint alles heil zu sein. Man hat ja immer ein bisschen Sorge in so einer Stadt, wenn man das hier auf so einem Parkplatz abstellt. Aber alles gut. Guten Morgen aus Banská Bystrica. Wir haben hier eine erstaunlich ruhige Nacht verbracht, dafür, dass wir hier auf so einem öffentlichen Parkplatz stehen. Da hinten, hinter den Bäumen, ist nämlich die Bahnlinie. Hier vorne geht eine Straße lang. Aber heute Nacht war es ziemlich ruhig. Es fuhren keine Züge, es fuhren keine Autos. Haben wir also wirklich gut geschlafen. Aber ihr seht eben, Vanlife Parkplatz oder Stellplatz ist nicht immer romantisch, sondern manchmal einfach nur zweckmäßig. Ja, das war's jetzt auch mit unserem Besuch in der Slowakei. Eigentlich haben wir den Abstecher nur gemacht, weil wir eben die Freunde hier treffen wollten. Heute geht es schon weiter ins nächste Land. Ja, wir sind wieder ein bisschen flott unterwegs und mit ein bisschen Glück oder sehr wahrscheinlich auch ohne Glück, sondern ziemlich sicher, treffen wir heute nochmal Freunde. Wir fanden übrigens, Balou macht sich gut hier in der Reihe mit den anderen Bands. Das sind halt alles hier slowakische Lieferwagen, aber da fällt er doch kaum zwischen auf und sieht so aus, als gehört er dazu. Wir haben gerade die Grenze zu Polen passiert und haben wieder einen eklatanten Unterschied in den Straßen festgestellt, diesmal umgekehrt. Also bis zur Grenze war die slowakische Straße ziemlich glatt und gut. Und jetzt rumpelt es wieder. Jetzt rumpelt es wieder und es ist voller Flicken. Wir sind jetzt hier auch auf so einer kleinen Nebenroute unterwegs. Und ja, mal sehen, wir wollen uns jetzt gleich mit unseren polnischen Freunden treffen, die hier ganz in der Nähe wohl wohnen oder eine Homebase haben. Die sind ja auch sonst im Van unterwegs und da freuen wir uns schon drauf. Ja, ne? auf jeden Fall. Das ist er, das ist er. Hey, Igor. So, nachdem wir jetzt den ganzen Tag an unseren Computern gehockt haben und ein bisschen was für Blog und Video gearbeitet und unsere Freunde hier, die arbeiten ja auch remote, also wir hatten hier eine große Arbeitssession, aber jetzt wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen bewegen und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen raus. Das Wetter ist auch wesentlich besser als gestern, die Sonne scheint. Es ist von den Temperaturen schon ein bisschen herbstlich, aber wir sind hier ja auch in den Bergen. Ja. Wir sind in Breslau angekommen. Ja, wir sind heute Morgen im strömenden Regen wieder bei unseren Freunden losgefahren, da oben in den Bergen und hatten 15 Grad. Waren jetzt nicht so richtig amused, aber jetzt scheint wieder die Sonne. Wir haben wie viel? 24, 25 Grad Ja, oder so. 25. Und es ist jetzt schon Nachmittag, also es waren 3,5 Stunden Fahrt, glaube ich, mindestens bis hierhin. Wir gehen jetzt in die Stadt. 25 Grad haben wir, ja. Wir gehen jetzt in die Stadt und wollen eine Free Walking Tour machen, um mal so einen kleinen Eindruck von Breslau zu bekommen.
Da hinten steht Balu und wir gehen jetzt zur Straßenbahn und gucken mal, wie wir in die Stadt kommen. Und? Freust du dich auf Breslau? Ja. Ich bin extra ausgesucht. Acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. So, es ist jetzt Halbzeit bei unserer Free Walking Tour. Wir haben schon viele interessante Sachen gesehen und gehört, auch über die Geschichte von Breslau, Wrocław. Jetzt hatten wir gerade eine kleine Pause, haben uns ein bisschen ausgeruht und gestärkt mit einer typischen Süßigkeit hier aus der Gegend. Und jetzt geht's weiter. Stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. Guten Morgen aus Wrocław, so heißt Breslau auf Polnisch. Wir hatten hier eine erstaunlich ruhige Nacht mitten in der Stadt. Also hier ist wenig los. Das ist hier so ein Viertel rund irgendwie um die Polytechnische Universität. Sind ein paar Wohnhäuser da, aber es war wirklich ruhig. Wir haben hier gut geschlafen. Das hätten wir uns vor unserem Vanlife auch nicht träumen lassen, dass wir irgendwo mitten in der Großstadt auf einem ganz normalen Parkplatz an der Straße stehen und da übernachten. Ja, heute geht es nochmal in die Stadt rein. Wir hatten ja gestern diese schöne Free Walking Tour, wo wir ganz viel erfahren haben. Und jetzt wollen wir uns noch das ein oder andere Mal etwas näher anschauen. Hier haben wir Papa Zwerg. Das ist der erste Zwerg, der als Skulptur hier in Breslau gemacht wurde. Irgendwann, ich glaube in den 2000er, nee, Anfang der 2000er war das. In den 80ern gab es hier eine Bewegung gegen den Kommunismus und die hatten Zwerge sozusagen als Symbol. Die haben Zwerge auf die Wände gemalt, sind im Zwergenkostüm rumgelaufen, haben sich verhaften lassen. Und da wurde der Zwerg so ein Symbol des Widerstands gegen den Kommunismus. Und um diese Bewegung zu erinnern, wurde dann irgendwann dieses Zwergendenkmal hier errichtet. Und heute gibt es in Breslau ganz, ganz viele Zwerge. Also wir haben gestern gehört, zwischen 600 und 1000 sollen es sein. Und an allen Ecken findet man so kleine Zwergenskulpturen. Ein paar davon zeigen wir euch bestimmt. Hinter uns sehen wir das alte Rathaus von Wrocław. Das ist im gotischen Stil erbaut. Erinnert uns auch so ein bisschen an die Rathäuser, die wir teilweise in Norddeutschland finden, in Hamburg oder Lübeck zum Beispiel. Und ich finde, die Fassade ist schon ziemlich beeindruckend. So, wir haben jetzt gerade einen Kaffee hier getrunken. Es ist hier wunderschön auf diesem Platz. Man kann sich schön die Häuser angucken, die sehen echt klasse aus. Erinnert uns so ein bisschen an an Hansestädte, an Lübeck oder Hamburg. Und jetzt
sind wir jetzt fertig und jetzt gehen wir weiter. Genau, wir haben noch ein paar Punkte auf der Liste. Wir wollen uns noch mal Hänsel und Gretel angucken, dieses Häuserpaar, wo wir gestern mit der Tour nur so ein bisschen durchgehuscht sind. Dann wollen wir auf die Büßerbrücke, lasst euch überraschen, wo die ist. Und die Markthalle wollen wir uns natürlich auch anschauen, weil man sollte sich nie eine Markthalle entgehen lassen. Ja, es ist jedenfalls wunderschön hier in Wrocław. Ich glaube, ich sage lieber Breslau, es ist so schwer für uns auszusprechen. Wobei wir sind ja eigentlich schon eher dafür, dass man auch den Namen nimmt, der jetzt einfach korrekt ist von der derzeitigen Situation. Das wäre eben Wrocław. Ja, es ist jedenfalls wunderschön hier. Wir sind froh, dass wir den Abstecher hierhin gemacht haben. Ja, darf ich vorstellen, Hänsel und Gretel, das sind diese beiden mittelalterlichen Häuser. Das sind die einzigen, die aus der Zeile übrig geblieben sind. Den Rest hat man irgendwann abgerissen, um die Straße zu verbreitern. Also auch jetzt nicht in der aktuellen Neuzeit, das ist auch schon länger her. Und diese beiden Häuser sind übrig geblieben. Und weil die durch diesen Bogen so aussehen, als würden die hier Hand in Hand da stehen, hat man sich dafür den Namen Hänsel und Gretel überlegt. Noch sind wir fröhlich, aber es sind noch einige Stufen vor uns. Wir sind hier auf der Brücke der Büßerinnen, die verbindet die beiden Türme der Magdalenenkirche. Und wie ihr hört, ist jede Menge los. Das ist hier ein touristischer Hotspot. Da gibt es eine Legende, dass eine junge Frau, die war eitel und faul, wollte nicht im Haushalt helfen, wollte nicht heiraten, hatte nur ihr Aussehen im Sinn. Und das geht natürlich gar nicht. Daraufhin wurde sie verdammt, hier oben auf dieser Brücke Zeit ihres Lebens zu fegen, bis sie alt und grau war. Als sie dann alt und grau war, kam eine junge Hexe zu ihrer Unterstützung. Die hat ihr dann irgendwie geholfen, hier wieder runterzukommen. Wo sie jetzt geblieben ist, wissen wir auch nicht. Das ist eine Spezialität, so als Imbiss hier in Polen. Und zwar ist das ein Brot, was überbacken wird wie eine Pizza. Da sind jetzt Pilze drauf und Käse und eine leckere Soße. Sehr knusprig und wurde ganz frisch jetzt gemacht. Nie, gotówka. Only cash? Cash. Ja, we don't have cash. Oh, sorry. Gibt leider nichts, weil hier kann man jetzt ausnahmsweise nicht mit Karte bezahlen. Hier haben wir auch eine Kuriosität. Das sind nämlich zwei Kirchen übereinander. Man sieht unten den einen Eingang, das ist die St. Bartholomäuskirche. Und als man die gebaut hat, fand man ein altes Holz im Boden. Und nach mittelalterlicher Logik muss das natürlich vom Kreuz Christi sein, ein Stück, weil das konnte ja nur hier in Breslau gefunden werden. Also hat man gesagt, wir müssen die Kirche umwidmen, wir nennen die Kirche zum Heiligen Kreuz. Der Stifter hat aber gesagt, nein, ich habe meiner Frau versprochen, eine St. Bartholomäuskirche zu bauen. Und dann fand man eben den Kompromiss, dass man zwei Kirchen übereinander gebaut hat. Die haben wohl den gleichen Grundriss, aber sind wirklich voneinander unabhängig, werden auch voneinander unabhängig Messen dort gefeiert.
Ja, wir sind seit gestern schon hier auf einem Parkplatz und es regnet seit heute den ganzen Tag. Es regnet ununterbrochen und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das morgen ändert. Es soll noch Sturm dazukommen und deswegen werden wir Polen auch morgen verlassen. Ein bisschen weiter westlich ist das Wetter zwar nicht gut, aber es soll nicht ganz so doll stürmen und nicht ganz so doll regnen. Und Sturm im Wenn ist ja immer was, das braucht man wirklich nicht. Ne? Ja, und damit fahren wir nach Deutschland morgen. Ja. Ja, war hier in der Slowakei und in Polen leider nur eine sehr kurze Zeit, weil wir haben jetzt einfach auch einen Termin in Deutschland, wenn wir da sein müssen. Und das Wetter war halt ein bisschen durchwachsen, aber zum Glück haben wir ja doch auch ein paar schöne Tage gehabt und ein paar schöne Sachen erlebt. Also da in Banská Bystrica und in Breslau, das war echt schön. Also das machen wir auf jeden Fall auch nochmal, diese Ecke. Die ist echt sehr schön. Genau, da muss man wirklich nochmal mit ein bisschen mehr Zeit hin. Nun ist er weg, unser Baloo. Ja, davon gefahren mit unseren Kindern drin. Wir haben den Van ja für 2 Wochen an unsere Kinder abgegeben, die damit halt auch mal Urlaub machen wollen. Und natürlich wissen wir, dass die den pfleglich behandeln, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also insofern sind wir da schon ganz beruhigt. Und wir gucken jetzt mal, wie uns 2 Wochen Hauslife in Lübeck gefallen, ne? Ja, und Lübeck hat ja auch einiges zu bieten. Da schauen wir uns natürlich dann auch einiges an. Und da kriegt ihr bestimmt auch das eine oder andere zu sehen. Ja, in 2 Wochen geht dann unsere Reise weiter. Bis dahin tut sich hier auf dem Kanal aber auch noch was. Wir haben noch das eine oder andere, was wir euch zeigen können, nicht wahr? Genau. Ja. Hiermit beenden wir das Video. Schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare. Und drückt, falls noch nicht passiert, den Abonnenten-Button. Den Abonnieren-Button. Den Abonnieren-Button. Also jedenfalls drückt den Button, egal was draufsteht. Und dann kriegt ihr auch immer mit, wenn was Neues kommt. Genau. Jo. Wir wollen in die Stadt Banská Bystrica. Guten Morgen aus Wrocław.